Meine erste Fahrradreise alleine und das in Vietnam. Bisher war ich immer zu zweit unterwegs, aber schon lange stelle ich mir die eine Frage: Wie gut komme ich alleine zurecht? Tropische Hitze, steile Wege, der Kontakt mit Menschen und alles, was dazugehört. Ich will es versuchen. Das ist meine Reise durch Vietnam. Ich habe mir gestern Abend noch so kurz angeguckt, was jetzt so die ersten Kilometer passiert auf der Route. So meine Einschätzung war, ja, das sind ungefähr vielleicht 6 Kilometer, wo es hoch zugeht. 300-400 Höhenmeter. Falsch gedacht. Es sind 20 Kilometer und 900 Höhenmeter. Mir werden jetzt dadurch 2 Sachen klar. Die erste, ich verstehe jetzt, warum der Hans immer sagt, ich kann Höhenprofilkarten nicht lesen. Zweitens verstehe ich jetzt, warum mich alle so entgeistert angeguckt haben, die gerade vom Ha Giang Loop kamen und ich gesagt habe, ich mache das Ganze mit dem Fahrrad. Ja, mal sehen, ob ich das Ganze jetzt schaffe oder ob ich unterwegs irgendwie das Zelt aufschlage oder so. Ich befinde mich ganz im Norden von Vietnam, in der Nähe von Ha Giang und will bis zur Grenze nach China fahren, wo ich Hans wieder treffen werde. Soweit der Plan. Die Hunde haben gerade richtig genervt. Es ist schon was anderes, das alleine zu haben, so Hunde. Weil mit dem Hans hat er das immer übernommen. Da war der mal ganz klar und laut und jetzt muss ich das auch lernen. Ja, haut nur ab. Ich bin jetzt gerade bei der Tankstelle, weil ich mir hier den Kocher ein bisschen auffüllen möchte. Aber es geht anscheinend nicht. Muss mal gucken, vielleicht macht sie es beim nächsten? Ich weiß nicht. Okay, sie hat mich nur falsch verstanden gehabt. Ich konnte es jetzt auffüllen, aber sie ist mir ganz voll gemacht. Ich brauche nicht so viel. Und in China müssen wir es eh wieder auslernen, weil da darf man kein Benzin über die Grenze nehmen. Ich nehme euch jetzt mal in die Phasen des Aufstiegs mit mir mit. Phase Nummer 1. Ich erfahre, dass ein Anstieg ansteht. Da bin ich meistens noch ganz glücklich, denke mir, das schaffe ich schon. Kommt Phase Nummer 2. Die ersten 3 Kilometer. Der Berg geht los, geht hoch zu. Und ich sterbe erstmal weg. Hinterfrage alles, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Vor allem mit dem Fahrrad zu fahren. Meistens ist es auch die Phase, wo der Hans dann die Schuld dafür bekommt, was für eine Route ausgewählt wurde. Diese Phase muss ich jetzt leider überspringen. Ich habe die Route selber rausgewählt, muss ich mit den Konsequenzen leben. Nach den ersten 3 Kilometern habe ich mich meistens so ein bisschen eingefahren. Und dann geht's. Dann rege ich mich nicht mehr auf. Habe ich mich abgefunden mit der Situation und weiß, ich muss einfach weitermachen. Aber genau darum geht es mir. Zu sehen, wie verhalte ich mich, wenn ich auf mich alleine gestellt bin. Wie bewältige ich Herausforderungen auf meine Art. Oder bin ich nur so weit gekommen, weil Hans mich motiviert hat und ich Windschatten hatte? Auf jeden Fall werden die nächsten Tage nicht einfach. Die steilen Berge, die Hitze und die hohe Luftfeuchtigkeit werden meine Gegner sein. Ich bin angekommen bei meinem heutigen Schlafplatz. Ist zwar leider direkt neben der Straße, aber ich habe jetzt eine gerade Fläche gefunden. Es ist so schwierig, hier was zu finden. Hier habe ich auch noch einen richtig schönen Ausblick. Und das mit den Autos wird ja hoffentlich später weniger. Und ich bin so durch. Ich muss wirklich alle 500 Meter oder so stehen bleiben, weil meine Beine einfach nicht mehr mitmachen. Meine Knie schmerzen auch beidseitig so ein bisschen. Da ich ja heute extra Benzin gekauft habe, werde ich jetzt auch kochen. Nichts Aufwendiges, nur wieder Nudelsuppe, Instant-Nudelsuppe. Aber wie bin ich überhaupt hier in Vietnam gelandet? Im letzten Video waren wir doch noch in Nepal beim Everest Base Camp. Eine kurze Rückblende dazu. Ohne Flugzeug von Nepal nach Vietnam zu kommen, war ein Mammutprojekt. Unser großes Ziel ist ja nach wie vor, die Welt zu umrunden, das ohne Flugzeug, was visatechnisch extrem schwer ist. Wenn man sich die Weltkarte anschaut, sieht man, dass Nepal aktuell eine Sackgasse ist. Ja, durch den Putsch in Myanmar sind die Landesgrenzen zu diesem Land geschlossen und auch über den Seeweg das Land zu umfahren Richtung Thailand ist unmöglich. Es gibt momentan keine Schiffe und glaubt uns, wir haben alles versucht. Absurd alles versucht. Den ganzen Weg zurück über Indien nach Pakistan, über China bis nach Südostasien ist theoretisch möglich, aber es würde so viele Gänge zu Konsulaten und Botschaften bedeuten
Und unsere Visazeit in Nepal lief auch ab. Die einzige Option war Tibet und wie man weiß, ein sehr sensibles Gebiet in China. Unser erstes Visum für den Westen von China hatten wir nur mit Hilfe eines Anwalts in Armenien bekommen. Das war verrückt. Das war wirklich verrückt. Ja, und genauso verrückt waren auch die Bestimmungen für das Visum für Tibet. Wenn man nicht Chinese ist, darf man sich dort nicht als Einzelperson aufhalten. Nur Reisegruppen ab 4 Personen sind erlaubt und man braucht einen Guide und einen Fahrer. Hast du einen Türkei- oder Pakistan-Stempel im Reisepass? Du kommst vermutlich nicht rein. Hast du Bücher oder ganz normale Reiseführer über Tibet dabei oder Bilder von Dalai Lama auf dem Handy oder irgendwas Buddhistisches? Du kommst nicht rein. Hast du irgendwelche Landkarten dabei, wo die Landesgrenze von China nicht exakt nach Vorgabe von China eingezeichnet ist? Du kommst nicht rein. Oder du hast bei deinem Visa-Antrag, bei deinem Passfoto einen zu langen Bart, was darauf hindeuten könnte, dass du eine gewisse religiöse Angehörigkeit haben könntest. Du kommst nicht rein. Nein, das sagst du nicht wirklich so. Wieso? Nein. Du kommst da nicht rein? Wieso nicht? Und Simon aus unserer 4er-Reisegruppe hatte eben so einen voluminösen Suppenfilter. Und im Internet mit einer Bildbearbeitungs-KI haben wir es geschafft, seinen Bart von seinem Passfoto zu entfernen. Also völlig absurd. Aber mit Hilfe einer nepalesischen Reiseagentur haben wir es geschafft, ein Gruppenvisum für uns 4 zu bekommen. Wir haben jetzt 2 andere Deutsche auf dem Fahrrad kennengelernt in Nepal. Das ging sich richtig gut aus. Und wir müssen ja gemeinsam ausreisen und deswegen haben wir gemeinsames Ziel Vietnam gewählt. Da sind wir in unserem VIP-Wägele. Hier haben wir die 4 Radkartons hier hinten drin. Alter Schwede, das ist eigentlich ein 11-Sitzer, ne? Aber wir haben den so voll geprügelt und den brauchen wir auch. Haben wirklich jeden Millimeter hier gebraucht. Aber ja, hier cruisen wir jetzt durch Tibet. Wir sind 3 Tage mit dem Auto auf dem Hochplateau unterwegs, bis zur tibetischen Hauptstadt Lhasa. Für das Fahrzeug, Übernachtungen und alles was dazugehört, zahlen wir 1000 € pro Person. Nicht ganz billig, aber das ist es uns wert, weiterhin ohne Flugzeug zu reisen. Alter Schwede, wie hoch sind wir? 5200. Das ist krass. Mit dem Auto mal schnell da hochgefahren. Wo sind die 8000er? Die haben ja gemeint, wir sollen hier irgendwie noch den Everest von der anderen Seite sehen. Ja, ich glaube noch nicht, vielleicht ist der zweite Pass. Ah ja, wir fahren nochmal so hoch. Aber diese Serpentinen, die sind ja verrückt. Alter Schwede. Das hat ja auch erst seit 2 Wochen auf, ne? Hier war ja richtig viel Schnee. Ja. Deswegen muss man so lange in Kathmandu ausharren. Da hinten ist ein 8000er, das ist jetzt der 8. 8000er, den wir sehen. Wie der heißt, müssen wir glaube ich unten einblenden, weil ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Der da ist der Everest und da ist der Cho Oyu. Ein bisschen versteckt in den Wolken. Aber ja, es ist schon gewaltig hier auf 4.500 Meter auf dem Plateau. Dazwischen immer ganz viele Schafsherden und so tibetische Häuser. Aber ich glaube, da wollen sie nicht stehen bleiben. Die Gründe, glaube ich, kann man verstehen oder kann man googeln. Ja, so ist das hier. Tibet ist eine autonome Region in China. Das, was die chinesische Regierung hier in den letzten Jahrzehnten gemacht hat, steht unter heftiger Kritik. Natürlich haben wir auch eine Meinung zur Unterdrückung der Tibeter, aber wir verzichten nach wie vor auf politische Themen auf diesem Kanal. Außerdem ist es gar nicht möglich, in ein paar Tagen ein genaueres Bild davon zu machen. Alter, fliegen die Löffeln weg! Ist hier ein Wind! Wir sind jetzt auf dem zweiten Pass, 5200. Ja. Und ja. Das sind Höhen, ne? Wenn man bedenkt, so die Alpen so. Ja. So mal über einen 2000 Meter Pass. Zum Glück sind wir ganz gut akklimatisiert, wir können ein bisschen rumtun. Ja. Aber die anderen 2 haben da schon Schwierigkeiten. Morgen geht es dann für uns nach Lhasa, in die Hauptstadt quasi von Genau. Tibet. Und dann ist das große Problem, Zug organisieren. Wie kriegen wir 4 Riesenkartons rein und die ganzen Taschen? Ja, und ob das überhaupt erlaubt ist. Und werden wir noch rausfinden. Ja. Schicksal regelt. Wir müssen Tibet aber verlassen zu einem gewissen Zeitpunkt, also muss es klappen. Wir haben nur eine Aufenthaltsgenehmigung von 4 Tagen und mussten schon beim Antrag ein Zugticket vorweisen, was die Ausreise am 4. Tag bestätigt. Wir sind jetzt in der zweitgrößten Stadt von Tibet. Der ganze Weg hier zum Kloster führt die ganze an diesem Weg vorbei mit den ganzen Rollen hier. Das ist so schön gemacht.
Und hier sind noch ganz viele Mönche überall. Ich glaube, hier leben 60.000 Menschen. Also Tibet hat nicht solche monstergroßen Städte wie China. Wir dürfen nicht viel anschauen, beziehungsweise nicht viel auf eigene Faust. Nur hier mal die Runde und eine Straße hier in der Stadt. Aber für einen kleinen Einblick in Tibet reicht's vermutlich. Nach 3 Tagen sind wir in Lhasa angekommen und durften uns einen Tag frei in der Stadt bewegen. Die wichtigste Mission, ob wir die Fahrräder mit einem Güterzug nach Kunming versenden können. Das hat dann auch irgendwann irgendwie geklappt und wir konnten uns die Stadt anschauen. Lhasa liegt auf über 3600 Meter und heißt so viel wie Ort der Götter. Es wurde im 7. Jahrhundert von König Songtsen Gampo zur Hauptstadt ernannt. Wo heute dieser Palast steht, hatte er seine Festung gebaut. Er war dafür bekannt, dass er den Buddhismus durch seine Heirat mit der Prinzessin aus Nepal nach Tibet brachte. Seit 1617 war Lhasa der Sitz der Dalai Lamas, bis 1959 der damalige Dalai Lama ins Exil nach Indien flüchten musste, da China die Kontrolle über Tibet übernahm. 4 Tage sind vorbei, wir müssen Tibet verlassen. Mit dem Bus dürfen wir Touristen nicht fahren, also geht's mit dem Zug auf der höchstgelegensten Eisenbahnstrecke der Welt einen riesigen Umweg einmal quer durch China. Danach sind wir mit dem Fahrrad eine Woche von Südchina bis nach Vietnam gefahren. Und damit zurück nach Vietnam zu Franzi, zum eigentlichen Video. Guten Morgen aus dem Zelt. So sieht es aus, wenn ich hier alleine bin. Dann habe ich richtig viel Platz, um einfach alles hinzuwerfen. Ist auch ganz gut. Die Nacht war echt ganz okay. Ich hatte wenig Angst oder wenig Sorge. Hier mein Ausblick auf mein Fahrrad. Ich mache jetzt gerade das letzte Stück von dem Berg, das ich gestern nicht mehr geschafft habe. Dann geht es erstmal runter und dann ab so 25 Kilometer fängt der ganze Scheiß von vorne an. Wieder ein Berg, diesmal ein bisschen höher. Teilweise sogar noch steilere Stücke als bei diesem hier. Trotzdem fängt Vietnam an, irgendwie Spaß zu machen. Die grünen Reisterrassen inmitten der Berge sind wunderschön. Nur auf den Verkehr, wie bei diesem LKW, muss ich etwas mehr Acht geben als sonst. Es ist zwar erst kurz vor 11, aber ich habe schon richtig Hunger und es geht gleich der zweite Anstieg los. Deswegen wollte ich davor jetzt eigentlich noch mal was essen, aber die ganzen Restaurants, glaube ich, haben noch nicht offen. Wir sind hier sehr strikt mit den Öffnungszeiten. Das heißt, ich glaube, die machen so um 12 auf und dann so 1:30 wieder zu. Also es gibt nur so eine kurze Phase, wo es Essen gibt. Jetzt muss ich mal gucken, was ich mache. Ein Fluss mit relativ sauberem Wasser. Das nutze ich doch gleich mal aus, um mein Hemd wieder ein bisschen nass zu machen. Es wird jetzt nämlich auch warm. Es ist sogar ein bisschen schön Wetter. Das finde ich eigentlich gut, aber die Hitze und die Sonne sprechen dagegen. Aber solange ich immer wieder ein bisschen Wasser finde, wo ich meine Kleidung nass machen kann, geht das schon. Nasse Kleidung ist der Gamechanger bei Hitze. Durch den Wind beim Fahren kühlt das Hemd wenigstens für eine halbe Stunde. Bei mir ist gerade die Energie komplett weg. Ich brauche unbedingt Essen. Es muss doch irgendwann ein Restaurant kommen. Ich hätte gedacht, dass es hier mehr gibt. Ich bin auf der Hauptstraße geblieben und mein Navi hat gesagt, ich soll quasi auf so eine Nebenstraße fahren. Jetzt kommt da gleich ein Dorf. Hoffentlich ist da was zu essen. Ist da ein Restaurant hier? Er hat genickt. Hoffen wir mal, es stimmt. Ich fahre noch ein ganzes Stück weiter, aber irgendwie sieht das hier nicht nach Restaurants aus. Keine Ahnung, was ich da gerade falsch verstanden habe. Boah, ich bin so ohne Energie. Ich habe das jetzt viel zu lange rausgezögert, was zu essen, weil immer noch die Hoffnung da war, dass irgendwann noch was zu essen kommt. Gleichzeitig liebe ich das hier gerade total und ja, weil das macht es einfach so klar, warum ich das hier alleine machen wollte, warum ich das ausprobieren wollte, weil für mich das so wichtig ist, auch
die Dinge zu lernen oder zu machen, die Hans sonst immer übernimmt. Wie zum Beispiel Routenplanung. Offensichtlich ist da viel mehr dahinter, als ich mir gedacht habe. Ich meine, ich helfe natürlich auch manchmal mit und so, aber habe mir jetzt hier echt wenig Gedanken zur Route gemacht, weil ich mir dachte, hey, es gibt ja nur diese 2, 3 Straßen. Ich dachte jetzt nicht, dass das einen großen Unterschied macht, welche man da nimmt und so. Also wenn ich das gut überstehe, finde ich es cool, hier jetzt mal wirklich voll ab von diesen touristischen Orten zu sein, weil ich bin jetzt durch so viele Dörfer gefahren und es gab nirgendwo ein Restaurant. Das Allerschlimmste, was passieren kann, ist, dass ich jetzt halt den Weg wieder zurückfahren muss. Also es ist wieder so eine Situation, sterben tue ich nicht. Und ich merke auch so, die ganze Zeit so alleine zu sein, ist schon anders und auch nicht unbedingt so angenehm. Aber so, wenn ich die Menschen am Straßenrand treffe oder die mir zuwinken oder mich anlächeln, das gibt mir so viel Energie. Aber ich denke, von Tag zu Tag werde ich sicherer in dem, was ich tue. Eigentlich muss ich ja nur Fahrrad fahren, schlafen und essen. Klingt gar nicht so schwer und ich mache ja seit einem Jahr fast nichts anderes. Beim Wald steht immer wieder, dass man nicht rein darf. Wo soll ich heute zelten? Hier wäre ein guter Platz, aber ich will noch nicht. Ostja, ja passt schon. Brauche ich mir jetzt nicht nachlaufen hier. Oder sie. Auch eine interessante Erkenntnis. Wenn ich kurz in Panik gerate, rede ich Südtirolerisch. Ich habe die 2 hier gerade getroffen und gefragt, ob ich mal ein Video machen kann, weil die so süß aussieht. It's so beautiful. Ja. Dieser Ausblick, ey, Wahnsinn. Und ich bin so erleichtert gerade. Ich darf die Straße hier fahren. Die letzte Straße, die ich neben mir fahren wollte, das war ein Militärgebiet. Da musste ich einen kleinen Umweg machen. Nur 1 Kilometer, also nicht so schlimm. Aber ich hatte jetzt schon Angst, dass die Straße, die da wieder auf die Hauptstraße zurückführt, vielleicht auch Militärgebiet ist. Und als ich nach Wasser gefragt habe, hat die da runter gezeigt. Also schauen wir mal, was uns da unten erwartet. Thank you, guck mal. Ich habe hier auch diesen Platz gefunden. Ist halt sehr sichtbar. Hier ist schon viel los. Und die von der Festgemeinde waren gerade da drüben. Die fahren dann vielleicht irgendwann hier vorbei und wissen ja, dass ich das bin. Aber trotzdem bleibe ich heute hier. Die Schlafplätze sind hier ziemlich begrenzt und meine Beine brauchen Pause. Die nächsten Tage werden nicht einfacher und anscheinend die Straße auch nicht. Ich kann echt nur hoffen, dass es aufhört mit dieser Straße, weil so kann ich nicht fahren. Ich habe es nicht mal geschafft, hier im Flachen zu fahren, dann schaffe ich es hoch zu erst recht nicht. Hilfe! Ich will nicht schieben. Es ist so schwer einfach. Es scheint echt so weiterzugehen. Okay. Ich schaff das. Und jetzt bin ich richtig froh, es gibt hier wieder Straße. Ich hatte echt Angst, dass es jetzt so weitergeht. Ich bin richtig glücklich gerade. Ich freue mich auf den Tag und bin schon gespannt, was es so bringt. Es stehen wieder viele Höhenmeter heute an, aber jetzt geht's erstmal los. So richtig flach ist es hier nie. Entweder es geht steil hoch oder runter. Über 1000 Höhenmeter stehen tagtäglich auf dem Plan. Und zwischendurch immer wieder kleine Dörfer wie hier. Ist ein Market. Ich überlege gerade, ob ich runtergehen soll. Aber ich will auch mein Fahrrad hier mit den ganzen Sachen eigentlich nicht alleine stehen lassen. Ist immer cooler, wenn man zu zweit ist, dann kann einer aufpassen und der andere kann rumlaufen. Und habt ihr gesehen, wie schön die alle gekleidet sind? Ich liebe diese bunten Röcke und diese bunten Kopftücher. Das sieht richtig cool aus. Wohl auch
auch einen Kuhmarkt hier oder einen Viehmarkt. Und man sieht hier ganz oft, wie bei Motorrädern hinten so ein Drahtgestell drauf ist, wo Schweine drin transportiert werden. Und mir tun die immer richtig, richtig leid. Ich bin echt gespannt, wie sie die Kühe hier transportieren. Die haben ja alle nur Motorräder. Wie Hans es wirklich gesehen hat, machen sie das auch aufs Motorrad drauf. Keine Ahnung wie. Die ländliche Bevölkerung in Vietnam ist deutlich ärmer als die Menschen in der Stadt. Mir hat man erzählt, dass die Regierung gewisse Hilfsmaßnahmen für manche Gebiete unternimmt, sodass zum Beispiel die Menschen aus den Bergdörfern kein Geld für Arztbesuche oder wichtige Medikamente zahlen müssen. Hello, I have something for you. You want to have a sticker? Es müssen ja nicht immer Süßigkeiten sein. Anscheinend freuen sie sich auch über unsere Sticker. Vor allem Geld geben wir bettelnden Kindern nie. Sie sollen nicht lernen, dass Betteln eine Einkommensquelle ist, um sich später mal über Wasser halten zu können. Auch wenn das einige Touristen so machen. Ich glaube, damit tut man ihnen langfristig keinen Gefallen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber es ist extrem steil. Also fast schon im Stehen nicht zu machen. Boah, fuck. Ich habe gerade so einen Furz gemacht von dem Ganzen heute und meine Hände sogar zittern schon. Das werde ich jetzt heute sehr, sehr langsam angehen. Ich bin jetzt gerade hier auf dieser berühmten Dragon Road und bin mal wieder energetisch. Also ich habe keine Energie mehr, mir fehlt Zucker. Da oben sieht es so aus, gibt es ein paar Stände oder sowas. Ich warte echt immer zu lange mit dem Essen. Where are you from? I'm from Italy. Ich habe endlich Essen gefunden. So ein Reisding, das wird in so einem Bambusrohr gemacht. Und dann hier so ein paar Nüsse und eine Kartoffel. Jetzt auf der Abfahrt bis da runter will ich eigentlich einen Zeltplatz finden, weil danach geht es wieder hoch zu. Aber das Ding ist halt, es sind halt immer nur, also sonst ist ja alles immer ziemlich steil, ne? Bergig und so. Und dann gibt es halt immer wieder so Flächen neben der Straße, wo man zelten könnte. Aber es ist halt, ich habe schon zweimal direkt neben der Straße geschlafen. Ich hätte halt echt mal gern was gehabt, was so ein bisschen weiter davon weg ist. Und hier ist halt echt sehr offensichtlich. Und ich glaube, das Schild da heißt vielleicht sogar, dass man hier nicht rein darf. Gibt es da unten irgendwo noch eine gerade Fläche? Ist zwar jetzt sicher Privatgrund und ich muss irgendwie die ganzen Sachen über die Leitplanke bringen. Sieht auch nicht so gut aus, ne? Da niemand lebt. Ich habe nämlich auch schon so ein paar verlassene Häuser gesehen. Ah, nee. Das traue ich mir nicht. Ja, die Zeltplatzsuche ist hier so eine Sache in den Bergen. Natürlich wird jede gerade Fläche für den Ackerbau oder Häuser genutzt. Aber auf meiner Karte ist ein möglicher Schlafplatz eingezeichnet. So, die Situation ist jetzt die, der Zeltplatz ist nicht mehr, sondern da steht jetzt ein Haus. Ich kann mir vorstellen, dass sie das halt erst hingemacht haben jetzt. Es wird bald dunkel und ich habe noch keinen Schlafplatz. Ich weiß jetzt echt nicht, was ich tun soll, um jetzt in dieses Dorf zu kommen, wo ich morgen hin wollte, um Pause zu machen. Es sind noch 6 Kilometer. Ich weiß nicht, wie viele Höhenmeter, aber es sind noch ein paar. Und dann komme ich halt erst nachts an. Mann, ey. Nur noch 4 Kilometer und ich bin jetzt schon ganz oben. Jetzt geht's nur noch runter. Was für ein Tag. Und wie man sieht, ist meine Stimmung auch eine einzige Berg- und Talfahrt. So, ich bin hier im Hostel jetzt angekommen. Werde jetzt hier 2 Nächte verbringen. Und hatte eine Dusche. Fühlt sich gut an. Endlich ein Ruhetag. Meine Beine brauchen auch die Regeneration und ich kann endlich richtig Kalorien auftanken. Es ist kurz nach 1. Ich habe das erste Mal das Zimmer verlassen jetzt. An so Pausetagen genießen wir es immer total, mal einfach länger im Bett zu liegen, weil das haben wir ja sonst nicht oft.
Aber jetzt wollte ich mal ein bisschen rausgehen, auch was zum Essen suchen und bin jetzt auf diesen Markt hier gestoßen, aber hier ist schon nichts mehr los. Also wahrscheinlich ist hier Vormittag die Hölle los. Trotzdem cool zu sehen, was es so zu kaufen gibt. Und weil heute ja Pausetag für mich ist natürlich auch Kleiderwaschen dran. Damit die mal wieder sauber werden. Bei dem ganzen Geschwitze sind die sicher übel ekelhaft. Und da bin ich jetzt froh, wenn ich die Möglichkeit habe, die zu waschen. Ich habe jetzt hier in diesem Laden noch eine Pho-Tofu gegessen. Eigentlich isst man die immer mit Fleisch, aber ich bestelle sie immer ohne Fleisch. Und weil ich gesehen habe, hier gibt es Tofu, habe ich gesagt mit Tofu. Sehr zum Vergnügen meiner Tischnachbarn. Die haben nämlich sehr laut gelacht und die ganze Zeit Pho-Tofu gesagt. Die fanden das, glaube ich, sehr witzig, dass ich Tofu in der Pho wollte. Und jetzt fängt es gerade wieder an, ein bisschen zu regnen. Ja, ich kaufe jetzt noch ein bisschen was ein und dann hoffe ich, dass es aufhört. Oder ich fahre einfach trotzdem los. Und weiter geht's. Am Straßenrand sieht man überall das hier. Hast du schon mal solche riesigen Schmetterlinge gesehen? Und auch die Umgebung wird von Tag zu Tag schöner. Irgendwann haben sich die Wolken verzogen und die Sonne kam raus. Bisher blieb mir dies erspart, aber die Kombination von dieser brutalen Hitze plus Sonnenschein war zu viel für mich. Oh mein Gott, das ist echt so schlimm. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Bei Sonne, es hilft nicht mal mehr, das Hemd nass zu machen. Ich muss in jedem Schatten Pause machen und die Schatten werden immer weniger. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt einfach warten soll, bis Wolken aufziehen oder nachts fahren oder so. Das ist echt nicht mehr feierlich. Aber es geht jetzt 20 Kilometer hoch. Das ist halt einfach ewig. Und viel davon wirklich steil, also 10% und mehr. Ist jetzt gerade nicht der ideale Platz zum Pause machen. Aber ich glaube, das ist jetzt der einzige größere Schatten, der jetzt noch kam. Und jetzt werde ich echt ein bisschen länger hier bleiben, hoffen, dass die Wolken aufziehen und mir jetzt sogar ein bisschen was kochen. Auch wenn ich mir ein bisschen Sorgen mache, weil ich weiß nicht, ob da jetzt noch mal ein Dorf kommt. Ich habe jetzt noch quasi 1,5 Flaschen. Das ist natürlich nicht so viel, aber ich würde mir gerne Nudelsuppe machen. Ich glaube, ich werde nicht satt, wenn ich nur ein bisschen Toast esse. Ich habe jetzt mal kurz geguckt, wie warm es eigentlich ist. Und es sind wohl 34 Grad und gefühlte 39 Grad. Da oben sieht man die Leitplanke rausglänzen. Ich denke mal, da ist die Straße schon gemacht. Ich hoffe mal, dass nur kurze Stücke, Mücken, Fliegen, nur kurze Stücke schlecht sind. Ich habe es geschafft. Ich bin echt noch hier hochgekommen heute. Ich freue mich gerade so sehr. Das war nämlich jetzt heute mein Ziel, auf diese Fläche zu kommen. Und ich dachte echt nicht, dass es heute noch möglich ist. Weil heute echt ein beschissener Tag war mit dieser Sonne, die mich so verrückt gemacht hat. Und das ist das, was wir auf Radreisen wirklich so sehr lernen. Dass wirklich immer gibt es eine Lösung und immer schafft man es irgendwie. So, ich habe mal wieder einen Schlafplatz, wo ich mir nicht sicher bin, ob das jetzt schon eine gute Idee ist. Sieht nämlich auch so ein bisschen aus, wäre es ein Parkplatz für die LKWs, die vielleicht noch kommen werden. Ich will ja logisch jetzt auch nicht von einem LKW angefahren werden im Zelt. Aber vielleicht, wenn ich es so hinstelle, dass es sehr offensichtlich ist, dann fährt mir auch keiner ins Zelt. Ich glaube, ich bleibe hier. Das ist echt wunderschön hier. Und zum Glück habe ich das Zelt offensichtlich hingestellt, denn am Morgen kamen schon die LKWs.
Es hat heute Nacht immer wieder geregnet, bin immer wieder aufgewacht und das ganze Zelt ist jetzt komplett nass. Ich werde jetzt aber trotzdem zusammenpacken und losfahren. Vielleicht schaffe ich es heute schon in Kaubang anzukommen. Das ist quasi das Ziel, wo ich und der Hans uns treffen wollen. Es ist soweit. Ich musste mein Zelt jetzt gerade verschieben, weil hier der LKW kam, um abzuladen. Das ist jetzt eine ganz schöne Schweinerei hier mit diesem matschigen Boden. Und das Zelt, dadurch, dass ich es jetzt verstellen muss, ist wahrscheinlich unten auch komplett matschig. Oh mein Gott, war das jetzt gerade eine Schlammschlacht. Ich habe über eine Stunde gebraucht, um das Zelt zusammenzupacken. Aber egal, ist ja nur Dreck. Der letzte Tag steht an und Vietnam zeigt sich nochmal von seiner schönsten Seite. Was eine geniale Straße inmitten der grünen Berge. Da vorne war gerade ein 10% Schild. Ich bin so kaputt. Ich brauche unbedingt Essen. So Dinger. Und das auf Schotter. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt hochkomme. Oh, da müsste ich schieben. Oder die Taschen erst da hochtragen und dann das Fahrrad. Boah, ich bin echt richtig ausgelaugt. Ich bin dabei, gerade hochzuschieben. Mini kleine Schritte. Ich hoffe, das ist der letzte steilere Anstieg. Ich nehme viele Dinge mit von dieser Tour. Das Wichtigste ist für mich, mich mal wieder alleine und nicht nur als Team zu spüren. Meinen Ehrgeiz selbst mal zu erleben und dass ich auch alleine Freude an der Herausforderung des Fahrradreisens habe. Es ist 6 Uhr und ich habe es endlich ins Dorf geschafft und mir Essen bestellt. Aber ich freue mich so unglaublich drauf. Ich habe heute echt die ganze Zeit nichts gegessen, das halt geschafft. Ich bin wieder so überwältigt von meiner eigenen Leistung. Ich hätte nie gedacht, dass ich das alles so schaffe. Ab jetzt geht es wieder zu zweit weiter. Es geht erneut durch China. Und eins können wir sagen, dieses Mal wird China ganz anders.